und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kraftfahrkonsul. Wir sind weiterhin im vierrädrigen Segment unterwegs. Wir haben heute den Cupra Formentor VZ in der Plug-in-Variante. Das ist der neue Plug-in-Antriebsstrang, den es von Volkswagen gibt, mit dem 1,5 Liter Motor und der stärkeren Motorisierung mit 272 PS. Ich persönlich freue mich mal wieder auf das Auto, weil ich den Formentor wirklich gerne mag. Ich mochte den Vorgänger oder das Vor-Facelift-Modell ein bisschen lieber als den neuen. Gehen wir gleich noch drauf ein. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, ein sehr gelungenes Auto. Und es ist ja auch das erste Auto, was damals von Cupra als eigenständiges Fahrzeug auf den Markt gekommen ist und wo man nicht einfach nur das Seat mit dem Cupra-Logo vertauscht hat, um 5.000 € mehr dafür zu verlangen. Genau, das Fahrzeug, was wir uns heute angucken, ist relativ voll ausgestattet, nicht ganz voll. Ich habe es mal nachkonfiguriert. Wir liegen bei dem Auto irgendwo bei 57.000, 58.000 €. Das ist natürlich verdammt viel Geld. Man darf aber auch nicht vergessen, es ist auch der größte Hybridantriebsstrang, den man bekommen kann. Und fast alle Konkurrenten oder fast alle Vergleichsmodelle von Volkswagen liegen in einem ähnlichen Preisbereich. Ich würde sagen, wir gucken uns das Auto wie immer erstmal an und wir sehen uns nach den Fahraufnahmen. Bis gleich. Chasing shadows through the night. Clock spins fast, just out of sight. Dreams dissolve in neon light. Grasping void with all my might. Lost in seconds ticking by. Questions burning, no reply. Fragments dying in my mind. Life's a puzzle, wonder why. Fleeting moments slipping from view. Past and future fading blue. Searching for a spark that's true. In this maze, what can I do? Hands of time, they steal my life. Every hour passing phase. Disconnected in myself. Endless cycle, endless maze. Deep within, meaning lost in constant spin. All beginnings have their end. Fleeting moments slipping from view. Past and future fading blue. So, da sind wir wieder. Wir steigen direkt ein im Bereich Motor. Das Fahrzeug hat, wie eben schon angesprochen, einen 1,5 Liter Vierzylinder Turbobenziner mit 177 PS. Der Elektromotor, der im Getriebe hängt, hat 116 PS. Das ergibt eine Systemleistung in diesem Fall von 272 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment. Das Fahrzeug verfügt über ein 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 220 oder
und eine Geschwindigkeit oder eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 7,2 Sekunden. Schaut es euch an. Wir haben eine elektrische Reichweite von 116 Kilometer. Die Batterie hat 25,8 Kilowattstunden netto, brutto und 19,7 Kilowattstunden netto. Ja, ich habe es ausprobiert. Ich bin das Auto komplett voll aufgeladen oder sagen wir mal so 98% voll aufgeladen. Bin ich losgestartet und habe das Auto leer gefahren und das gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben das Auto eben vollgeladen, ihr habt es gesehen, ich glaube bis auf 98%. Jetzt wollen wir kurz was einkaufen. Jetzt sind wir bei 95%, ist ein bisschen schade, aber gut, anders geht es jetzt leider nicht. Die Reichweitenanzeige ist 89 Kilometer und wir machen jetzt mal den Reichweitentest rein elektrisch. Wir sind im Komfortmodus, ich habe auf Electric Only stehen. Ich muss mal gucken, ob wir das hinkriegen, dass nicht zwischendrin noch mal der Verbrenner anspringt. Das ist ja bei Hybridfahrzeugen immer so ein bisschen, naja, schwierig, ab welchem Punkt springt denn der Verbrenner an, und ist bei meinem auch so. Ich würde mir ja wünschen, dass wenn man Electric Only unterwegs ist, dass man so wie früher beim Kickdown bei einer Automatik, dass man so einen Widerstand überdrücken muss, bevor der Verbrenner anspringt. Das würde mir ein besseres Gefühl geben. Ansonsten ist das aber auch eine Gewöhnungssache. Ja, also man fährt mit dem Auto und ja, so nach 2, 3 Wochen kennt man sein Fahrzeug eigentlich und weiß auch, ab welchem Punkt der Verbrenner anspringt. Wir versuchen jetzt mal auf der Teststrecke zu gleichen Anteilen Landstraße, Autobahn und innerorts zu fahren. Dazu geht es jetzt los, dass wir jetzt erstmal, wir starten hier gerade in Hürth, fahren jetzt gerade mal eine Landstraße raus und werden dann gleich auf die Autobahn wechseln. Und dann schauen wir mal, wie die Reichweite sich so verhält bei diesem Fahrzeug. Bis gleich. So, jetzt habt ihr das gesehen, der Akku war leer. Ich glaube, es waren am Ende so um die 90 Kilometer Reichweite. Finde ich bei den Temperaturen absolut okay, ist wirklich, wirklich gut. Was nicht so gut ist an der Geschichte, muss man auch ganz ehrlich sagen, das Fahrzeug ist schnellladefähig, also bin ich natürlich auch an die Schnellladesäulen gefahren, habe das auch angesteckt. Und er ist angegeben mit 50 kW Schnellladefähigkeit und das hat er nicht ein einziges Mal, auch nicht ansatzweise erreicht. Also das Auto hat immer so mit 17 bis 19 Kilowattstunden geladen. Egal, ob ich vorher elektrisch gefahren bin, also die Batterie stark gebraucht habe oder auch nicht. Also ich bin quasi direkt als ich das Fahrzeug abgeholt habe, bin ich dann zum Lader gefahren. Das war von der Aral. Ja, das hat nichts gebracht, da waren wir nicht stark genug, da hatten wir glaube ich 19. Und dann habe ich die Batterie quasi ganz leer gefahren, also müsste der Akku relativ warm sein. Bin dann an einen Schnelllader gefahren beim Bauhaus und wieder das gleiche Thema. Also er lädt einfach nicht schnell genug, zumindest nicht so schnell, wie es auf dem Papier steht. Ich hätte mir ja wirklich gewünscht, dass wir endlich mal ein Plug-in haben, bei dem es sich wirklich lohnt, bei einem Stopp am Autohof oder so nicht nur Benzin nachzutanken, sondern auch das Auto mal eben für eine Viertelstunde oder so an den Strom zu hängen, dass man dann wieder eine vernünftige E-Reichweite hat. Ich mache das ja wirklich gerne und ich fahre ja mit meinem Plug-in auch sehr, sehr viel elektrisch. Und das ist somit das Einzige, was immer nervt, dass der so langsam ist, wenn es ums Laden geht. Naja, was kann man noch zu dem Antrieb sagen? Also grundsätzlich
Ich war ehrlicherweise enttäuscht. Wir haben ja letzte Woche oder in dem Video davor haben wir ja den T-Roc R gehabt mit dem wunderbaren 2 Liter TFSI Motor mit 300 PS. Allerdings auch mit Allradantrieb. Jetzt haben wir 272 PS, zumindest auf dem Papier, und 400 Newtonmeter, die an einem Frontantrieb kratzen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist nicht besonders gut. Es funktioniert auch nicht besonders gut. Ja klar, wir haben Winter. Die Straße war trocken, wir haben Winterreifen, ist alles nicht so richtig optimal, aber das Auto schafft es also gar nicht, die Leistung auf die Straße zu bringen. Das muss man einfach sagen. Die Räder drehen durch ohne Ende. Selbst beim Rausbeschleunigen aus einer Kurve oder so, also wenn man an einer Einmündung steht und rausbeschleunigt, drehen die Räder durch. Also es macht wirklich keinen Spaß. Und wenn man dann auf der Autobahn ist und mal so richtig durchlädt und durchbeschleunigt, muss ich ehrlicherweise auch sagen, also zwischen 272 und 300 PS sind ja gerade mal 28 PS Unterschied, ne? Aber das fühlt sich an, als ob da Welten zwischen liegen. Dazu kommt, der Motor oder das Fahrzeug ist bei 220 abgeriegelt oder 221. Da mag man jetzt drüber streiten, ob das sinnig ist oder nicht, aber okay, 250 für ein VZ, ich meine, es ist immerhin ein VZ, es ist immerhin ein Auto für knapp 60.000 Euro, hätte ich mir eigentlich schon gewünscht. Also insofern ist es wirklich die Frage, und das muss ich auch noch mal testen, ist denn der 272 PS Antriebsstrang so viel besser als die kleinere Variante mit 204 PS? Weil komischerweise hat der nur 27 PS weniger Verbrennerleistung und ansonsten die gleichen Daten. Ich frage mich, wie das überhaupt zustande kommt. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Und letztendlich, da ich sowieso die meiste Zeit elektrisch fahre mit dem Plug-in, ist die Systemleistung dann auch eher irrelevant. Weil da kommt es eher darauf an, dass es eine relativ starke Elektroleistung hat. Genau, so. Man merkt halt, wenn man die verschiedenen Fahrmodi durchspielt oder durchspringt, dass der Antriebsstrang sich definitiv im Komfortmodus eigentlich am wohlsten fühlt. Das passt natürlich nicht so ganz zu diesen Sportgenen, die so ein Cupra hat. Aber wie gesagt, im Cupra-Modus oder im Performance-Modus wird das Auto zwar laut, wir haben da einen Soundgenerator drin, klingt eigentlich auch ganz schön. Ihr wisst es ja, ich mag das ja, ich finde das gar nicht so schlimm. Letztendlich aber irgendwie wirkt das Ganze so ein ganz klein bisschen unbeholfen. Also ich will den jetzt auch nicht zu schlecht reden, das ist sicherlich ein guter Antrieb und das funktioniert auch gut. Aber was halt noch besser funktioniert hätte, wäre halt ein Allradantrieb, ne? Da muss man nichts drüber sagen. Und wenn man jetzt auch noch einen Wohnwagen hinten dran hängt und dann auf nasser Straße irgendwo einen Berg hochfahren muss, boah, wird bestimmt spannend. Naja, Fazit zu dem Motor, deswegen auch leider nur Silber. Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Ich hätte gedacht und gehofft, dass das ein bisschen besser funktioniert. Auf der anderen Seite muss man sich auch nichts vormachen. 400 Newtonmeter Frontantrieb, Winterreifen, da kann eigentlich nicht viel Gutes bei rumkommen. Plus die Batterie ist halt komplett im Heck. Da wo normalerweise das Reserverad ist oder Tire Fit Kit oder sonst irgendwas. Sorgt auch nicht gerade für eine gute Gewichtsverteilung. Nun ja, okay. Kommen wir zum nächsten Punkt. Fahrwerk und Abmessungen. Die Herstellerangaben, das Fahrzeug ist 4.451 mm lang, 1.839 mm breit, 1.537 mm hoch. Wir haben einen Radstand von 2.679 mm, einen Wendekreis von 11,40 Meter. Wir haben ein Kofferraumvolumen von 345 Liter, ein Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank von 1.415 Liter. Die Rücksitzbank ist serienmäßig umklappbar. Das Leergewicht bei dem Fahrzeug sind 1.742 Kilogramm. Zulässiges Gesamtgewicht 2.200 Kilo. Das entspricht einer Zuladung von 458 Kilo. Und jetzt kommt einer der spannendsten Teile, zumindest für mich. Anhängerlast gebremst bei 12% Steigung 1.700 Kilo. Das ist deutlich mehr als die alten konnten. Also die alte Generation an Plug-in-Antrieben von Volkswagen, die durften immer nur 1400 Kilo ziehen. Und jetzt sind wir mit 1700 Kilo durchaus in einem benutzbaren Bereich. Das finde ich auch wichtig.
Spannend oder interessant ist tatsächlich, ich habe gestern oder vorgestern nochmal den A3 konfiguriert und den gibt es ja jetzt auch mit dem Antriebsstrang, super spannendes Auto, aber da liegt die zulässige Anhängelast wieder nur bei 1400 Kilo. Ist ein bisschen schade, aber okay. Anhängerlast umgebremst, 750 Kilo ist Standard. Stützlast 80 Kilo und die Dachlast ist 75 Kilo. So, was haben wir? DCC ist verbaut, ist wie immer gut, ist sehr gut. Ich mag das Fahrwerk von Volkswagen wirklich gerne. Die Spreizung ist sehr breit, das erzähle ich hier auch in fast jedem Video. Das heißt, man kann von komfortabel bis sportlich eigentlich alles einstellen. Der Wagen ist grundsätzlich schon sehr sportlich abgestimmt. Das macht Freude, das macht Spaß. Aber in Kombination mit dieser etwas unharmonischen Antriebseinheit wirkt es teilweise etwas angestrengt, muss man wirklich sagen. Das Fahrzeug ist innen drin relativ eng geschnitten. Das heißt, man hat jetzt nicht so das Gefühl, in so einem ausladenden SUV zu sitzen, sondern es hat eher so Kompaktfahrzeuggefühle, die einem da aufkommen, was ja auch okay ist, weil so groß ist das Auto ja überhaupt nicht. Ich finde es sehr schön, man sitzt sehr, sehr eingebaut in dem Auto. Das Ganze macht wirklich Spaß zu fahren. Die Übersichtlichkeit leidet natürlich ein bisschen an den eingezogenen C-Säulen, die so halt dieses Coupé-artige Fahrzeugdesign halt so mit sich bringt. Gut, da muss man halt in die Kamera gucken. Und auch hier an dieser Stelle wieder die grundsätzliche Schelte an den Kameras, die VAG verbaut. Ich finde es einfach immer noch, ich merke das halt immer. So, wir haben ein Formentor hier. Und wir haben halt den Lynk hier und die Kameras von dem Lynk sind so meilenweit besser als das, was Volkswagen verbaut. Und das kann ich einfach nicht verstehen. Ich sage es in jedem Video, es ist so viel teurer, können die einfach nicht sein. Das war es eigentlich zu den Abmaßen. Wer ein kompaktes Auto braucht, was auch in der Stadt gut zurechtkommt, was natürlich auch Kompromisse im Kofferraumbereich einbezieht. Aber der ist hier, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Deswegen gibt es von mir an der Stelle ein Gold. So, weiter geht's. Technische Features, Sicherheitssysteme. Ich habe es eben schon erwähnt, wir haben Dynamic Chassis Control, wir haben eine Progressivlenkung für direkte Rückmeldung, wir haben Travel Assist, Emergency Assist, Front Assist, Lane Assist, Side Assist, diese ganze Klaviatur von Volkswagen, die man eigentlich aus allen anderen Autos auch kennt. Funktioniert einigermaßen gut. Ich muss ehrlich sagen, dass gefühlt die Sicherheitssysteme in den letzten Jahren immer ein bisschen schärfer geworden sind, was mir nicht so gut gefällt. Also ich kann mich entsinnen, meinen ersten Abstandsregeltempomat und Spurhalteassistent hatte ich, glaube ich, in meinem Golf 7. Und ehrlicherweise, so aus dem Gedächtnis hat das besser funktioniert als bei den heutigen Autos. Vielleicht musste man die einfach aber immer strenger einstellen. Ich weiß es nicht. Auch bei dem Auto ist die von der EU verordnete Geschwindigkeitswarnung verbaut. Natürlich, sie muss verbaut sein. Auch an der Stelle kann ich wieder sagen, da hat VW einen guten Schritt gemacht, dass ein sehr dezenter Warnton kommt, der nicht so penetrant laut ist, weil es einfach immer noch viel zu viele Fehlerkennungen gibt. Das muss man einfach sagen. Also das System funktioniert nicht hundertprozentig zuverlässig. Ich würde jetzt mal ins Blaue tippen, so 80%. Aber die 20% können halt wirklich nerven. Wir haben ein Digital Cockpit Pro, hochauflösendes, individuell konfigurierbares Cockpit. Ich mag diese Cupra-Anzeige mit dem Drehzahlmesser in der Mitte, die gefällt mir wirklich gut. Wir haben Wireless CarPlay und Android Auto, ist glaube ich auch bekannt. Auch viele wissen, dass mich dieses klassische Infotainment, was die Autos so bieten, meistens überhaupt nicht interessiert, weil ich bei allen Autos immer sofort mein Handy koppel und dann mit Android Auto rumfahre und wie das dahinter aussieht, ist für mich eher irrelevant. Ja, die Bedienung, klar, von so ein paar Sachen, die man machen muss, ist schon wichtig, aber letztendlich ist es mir eigentlich egal. Ja, das Einzige, was ich immer wieder merke, was mich immer wieder stört, ist, dass ich keinen Laut- und Leise-Knopf habe. Warum stört mich das bei dem Auto besonders? Weil wir eine super Anlage verbaut haben von Sennheiser, die wirklich, wirklich einen guten Sound bietet, die einen tollen Bass abliefert. Hört einfach mal kurz rein.
Ich weiß jetzt nicht, ob das über die Kamera so rübergekommen ist, aber ich sag euch, das ist wirklich geil, das macht wirklich Bock. Und dann hätte man auch gerne wieder so einen Laut-Leise-Regler. Klar, das geht am Lenkrad, okay. Oder es geht über diesen unsäglichen Touchslider. Noch ein Facelift oder ein Modellwechsel, dann sage ich euch, sind die auch wieder weg. Ja, wir haben die Ambiente-Beleuchtung, die wunderbar eingepasst ist bei Cupra, finde ich wirklich toll. Wir haben die Warner, die in dieser Lichtleiste, in dieser LED-Leiste eingebaut sind, was toll integriert ist, was einfach gut und stimmig passt. Finde ich wirklich schön, finde ich wirklich spannend. Und grundsätzlich ist das ganze Fahrzeug eigentlich auch wirklich schön verarbeitet. Also das macht Spaß, man setzt sich rein und es fühlt sich gut an. Das war eine Zeit lang ja nicht so. Oder subjektiv war es nicht so, besonders bei Volkswagen. Aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, man sitzt in dem Fahrzeug drin und hat eigentlich nichts zu meckern. Die Bedienung ist gut, wir haben physische Tasten am Lenkrad. Eigentlich alles, was man sich wünscht. Genau, deswegen gibt es an der Stelle von mir auch ein Gold. Gesamtergebnis, für wen ist das was? Naja, für Fahrer, die eine Kombination aus relativ viel Power suchen und die trotzdem auch gerne viel elektrisch unterwegs sind oder die einfach gerne von der 0,5% Versteuerung profitieren, wenn das Ganze als Dienstwagen geleast wird. Da darf man sich auch nicht in die Tasche lügen. Das sind wahrscheinlich die meisten, die das machen. Wer das nicht machen kann, der ist mit einem normalen Verbrenner oder direkt mit einem vollelektrischen wahrscheinlich besser aufgehoben. Wichtig ist eigentlich, dass man das Auto regelmäßig auflädt. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel beim Arbeitgeber zu laden, ist das auch ein tolles Pendelauto oder Pendlerauto mit den 100 Kilometern Reichweite oder 90 oder wie viel es auch sind, bin ich eigentlich auch die meiste Zeit dann elektrisch unterwegs und der Elektromotor ist stark genug, dass ich auch nicht zurückfalle und dass ich einwandfrei im Verkehr mitschwimmen kann. Finde ich wirklich gut, finde ich toll, funktioniert einwandfrei. Für wen ist das noch was? Leute, die vielleicht ein bisschen was Außergewöhnlicheres suchen. Jetzt ist natürlich der Formentor so super erfolgreich gewesen, deswegen sieht man den überall. Aber ich finde das Facelift, auch wenn es mir jetzt nicht so gut gefällt, hier sieht man übrigens nochmal den Vergleich zwischen dem alten und dem neuen Formentor, bringt es aber doch ein bisschen frischen Wind rein und es sieht schon auch noch ein bisschen aufregender aus, als wenn man jetzt, weiß ich nicht, ein Astra fährt oder sowas, keine Ahnung, ohne jetzt da irgendwie den Astra-Fahrern auf die Füße zu treten oder nehmen wir einen Golf oder einen T-Roc von mir aus. Also da gefällt mir der Formentor doch schon deutlich besser. Für wen ist das nix? Ja, Langstreckenfahrer ohne regelmäßige Auflademöglichkeit, weil dann ist halt immer das Thema, was man immer hat. Man fährt halt dann zwar immer noch einen Hybrid, also der in der Stadt seine Vorteile mit Rekuperation und so ausspielen könnte, aber auf Langstrecke ist es halt einfach ein Verbrenner mit 177 PS und einem vollen Kofferraum. Das kann man sich eigentlich dann auch sparen. Da ist es sicherlich besser, wie schon erwähnt, einen Verbrenner zu nehmen oder halt eine elektrische Variante zu bevorzugen. Ja, Personen, die lieber einen Allradantrieb hätten. Ich finde es wirklich schade, verpasste Chance, dass Volkswagen bei dem Antriebsstrang nicht auch auf Allrad gegangen ist. Kann man ja relativ einfach machen, indem man den Elektromotor nicht ins Getriebe integriert, sondern hinten auf die Hinterachse packt. Ja, ist wie es ist nicht passiert, wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Es gibt ja bei VW, den bin ich noch nie gefahren, gibt es beim Q5 oder beim alten Q5 den Plug-in-Hybrid mit Hinterradantrieb. Mit Allradantrieb, müsste ich mir mal angucken, wie das so fährt. Letztendlich ist es halt einfach, wie es ist. Physik ist Physik, lässt sich nicht überlisten. Wir hatten, oder ich habe auch mal die Möglichkeit gehabt, den Cupra Leon ST 300, einmal mit 4Drive, den hatte ich, und einmal mit Frontantrieb, den hatte ein Arbeitskollege von mir. Und ganz ehrlich, meiner ist einfach viel besser gefahren. Das muss man einfach so sagen. Er ist viel besser gefahren. Allradantrieb in der Leistungsklasse ist eigentlich zu bevorzugen. Für wen ist das noch nichts? Ja, wenn ihr viel Platz braucht, ne? Wenn ihr einen großen Kofferraum braucht, da ist das Auto einfach auch nichts. Das passt schon, da kann man ein bisschen was reintun, ist okay. Aber jetzt Kinderwagen und Wochenendeinkauf oder in Skiurlaub fahren oder keine Ahnung was, da wird es dann halt einfach eng. Dafür ist das Auto nicht gemacht. Dafür bietet Cupra aber ja auch andere Fahrzeuge an. Den Terramar zum Beispiel, den haben wir uns jetzt am Wochenende mal angeschaut. Ist da auch eine schöne Alternative. Gleicher Antriebsstrang, ist ein bisschen größer, hat einen größeren Kofferraum. Oder man wechselt halt zum Tiguan oder irgendwas in dieser Größenordnung. Fazit: Der Cupra Leon E-Hybrid VZ ist ein klassisches Baukastenauto von Volkswagen oder von Cupra mit allen Vorteilen und allen Nachteilen.
Ich persönlich finde ihn gut. Ich mag auch diese etwas witzigere Form. Ich mag auch, dass der nicht so groß ist. Ich mag, dass der eine vernünftige Anhängelast hat. Wie gesagt, was mich nicht so richtig überzeugt hat, ist der Antriebsstrang. Da musste man mal gucken, wie sich so der 204 PS Motor verhält. Letztendlich muss ich aber sagen, in der Summe des Ganzen gibt es doch ein Gold. Und ja, auf das Thema Preise einzugehen, ich weiß, das ist ein Thema, was viele von euch interessiert und das auch zu Recht. Letztendlich muss man aber leider sagen, dass das halt einfach so ist. So, ich habe mich jetzt, wir waren jetzt gestern bei einem Autohändler, haben uns ein bisschen länger darüber unterhalten. Das wird halt nicht zurückkommen, dass man so ein Auto für 30.000 Euro kriegt. Das ist halt einfach so nicht mehr. Das geht bei 40.000, glaube ich, los. Und den Wagen, den wir uns jetzt hier angeguckt haben und den wir gefahren haben, der ist, wie gesagt, an die 60.000. Das waren mal 120.000 Mark. Hast du mal einen 7 dafür gekriegt? Na egal, lassen wir das. Okay, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich kann auch so viel sagen, dass wir ab übernächster Woche auch wieder Motorrad-Content machen. Ich persönlich freue mich wirklich sehr darauf. Seid auch gespannt. Und das war's. Bis dahin, schaut bei mir auf dem Shop vorbei. Schaut nach den T-Shirts. Guckt mal hier, das gibt es dann nämlich auch zu kaufen. Und danke fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Kommentieren. Bis dann. Ciao.